Heute nähen wir eine ganz einfache Tunnelzughose. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und heute möchte ich eine Hose mit euch nähen. Ich habe mir hier einen Lotterlo-Schnitt rausgesucht, der sehr einfach ist, also noch kein groß mit Reißverschluss, Übertritt, Untertritt, sondern eine ganz einfache Tunnelzughose. Ich habe schon Hosen genäht, alle abgepaust von bestehenden Hosen, auch schon mit Über- und Untertritt, aber das ist natürlich alles nicht so easy. Ich habe jetzt sehr lange keine Hosen mehr genäht. Und ich wollte mich jetzt mal so richtig an das Thema rantasten und da wirklich so ein bisschen versuchen, Expertise in Anführungsstrichen aufzubauen. Und ich dachte, ich starte mit was Einfachem. Und deshalb habe ich mich für diesen einfachen Schnitt entschieden, und zwar diesen hier. Das ist eine ganz einfache Tunnelzughose. Ich hätte beim Muster durchaus ein wenig oder beim Stoff durchaus was mit Muster nehmen können, aber irgendwie war ich mir unsicher, deswegen ist es blau geworden. Das Ganze hat 2 Taschen, das heißt, ich kann auch mal ein Taschentuch oder so einstecken. Vorne den Tunnelzug mit einer Kordel. Kann ich hier schön zumachen, wenn ich das möchte. Und ich habe hier oben noch ein Gummi eingesetzt, aber nur ganz, ganz locker, nur damit es das noch ein bisschen zusammenrafft. Das habe ich in einem Petitou-Video gesehen und das fand ich sehr schlau und deswegen habe ich das kopiert und nachgemacht. Ansonsten eben ein ganz einfacher und vor allem weiter Schnitt. Also das ist hier wirklich eine bequeme Sache, da zwickt und zwackt nichts. Als Stoff habe ich ganz leichten Baumwollstoff benutzt, Leinen könnte ich mir da auch gut vorstellen. Und das ist auf nicht dehnbare Stoffe ausgelegt. Durch diese weite Form ist das mega, mega bequem. Und wo wir schon beim Stichwort bequem sind, möchte ich dir auch gleich noch meinen Kooperationspartner für dieses Video vorstellen, und zwar Flexispot. Denn wenn ich viel am Rechner sitze und meine Videos schneide, dann hätte ich schon ganz gerne bequem. Und was brauche ich noch? Um es bequem zu haben, wenn ich am Rechner sitze, natürlich einen passenden Stuhl. Und den habe ich mit diesem Flexispot-Stuhl. Dieser Stuhl, der kann tatsächlich alles, was ich brauche und noch ein bisschen mehr. Das hier ist der Fold X und der Fold X heißt so, weil er sich folden kann. Kann ich hier die Lehne umklappen und das ganz bequem komplett unter meinen Schreibtisch schieben. Das ist alles weg. Und ich kann hier schön meinen Stoff ausbreiten und kann hier arbeiten. Aber hat natürlich noch mehr. Du hast hier eine Lendenstütze, um dir das perfekt auf deinen Körper einzustellen. Du hast eine Kopfstütze, die du dir einstellen kannst. Und ansonsten die ganz üblichen Gadgets. Ich habe hier was, um mir die Höhe von meinem Stuhl einzustellen. Bei mir ist ja ganz unten. Ich bin ja nur 1,56 groß und das ist perfekt, wenn ich tatsächlich mit den Beinen auf den Boden komme. Dasselbe gilt hier für die Armstützen, das kennt man, das ist nichts Besonderes. Aber dieser Stuhl hat tatsächlich einen Clou. Wenn ich so sitze, ist die Lehne relativ fest, die gibt nicht viel nach. Aber ich kann hier meinen Höhenverstellhebel einmal rausziehen und dann kann ich das neigen und wenn ich den wieder reindrücke, dann bleibt meine Lehne in der Position. Und wenn ich jetzt nachdenke und überlege, was könnte mein nächstes Video sein, dann kann ich das rausziehen, die Liegeposition ganz nach hinten machen und mir hier vorne die Fußstütze rausziehen. Und dann kann ich hier liegen und kann über mein nächstes Video nachdenken. Den Fold X gibt es natürlich in vielen verschiedenen Farben und zwar im Amazon Store von Flexispot selbst. Das heißt, du kannst ihn ganz bequem bei Amazon ordern und ist mega praktisch und du kannst in dem Store von Flexispot auch direkt alle Farben und natürlich auch weitere Produkte sehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Man sitzt richtig, richtig gut hier drin. Es ist mega bequem. Super praktisch mit dieser Fußstütze, das heißt, selbst wenn ich es nicht so oft brauche, ich habe eine Relax-Möglichkeit und das finde ich doch schon mal nice. Und ansonsten sitze ich hier einfach sehr, sehr gut, wenn ich am Rechner bin und meine Videos schneide. So, und jetzt starten wir aber rein mit dem Video und schauen uns an, wie diese super bequeme Hose für den Sommer genäht wird. Das ist der Schnitt
Und zwar der Schnitt 225 aus dem Heft 298. Das ist das vordere Hosenteil. Das habe ich direkt doppelt zugeschnitten, sodass ich beide Teile habe. Und hier oben habe ich eine Schräge für die Tasche. Das Rückteil habe ich ebenfalls direkt doppelt zugeschnitten. Das erkennt man an der ausladenderen Schrittkurve. Das sind die Taschenbeutel. Einmal das abgeschrägte Teil und einmal das ganze Teil, um die Hose auf die komplette Breite zu bringen. Um den abgeschrägten Beutel abzupausen, sieht man hier auch, habe ich mir das an der Markierung einfach umgeklappt und dann entsprechend ausgeschnitten. Und natürlich den Bund. Als erstes nähe ich die Schrittkurven zusammen, natürlich rechts auf rechts. Danach habe ich das Ganze noch mit der Overlock gesäumt. Jetzt brauchen wir das Vorderteil und klappen uns das auf, sodass uns die rechte Seite ansieht. Jetzt brauche ich die Taschenbeutel und ich beginne mit den beiden Taschenbeuteln mit der schrägen Seite. Die werden jetzt rechts auf rechts auch an diese abgeschrägte Kante gelegt und dort mit 1 Zentimeter Nahtzugabe festgenäht. Anschließend, wenn ich diese Naht gesetzt habe, klappe ich meinen Taschenbeutel nach außen auf die Nahtzugabe und steppe das knappkantig auf die Nahtzugabe drauf. Jetzt kann ich meinen Taschenbeutel nach innen klappen, das Ganze einmal bügeln und durch das Abgesteppte liegt das später auch schön. Jetzt brauche ich die anderen Taschenbeutel und die werden jetzt rechts auf die bereits angenähten Taschenbeutel gelegt. Ich fixiere mir das dann mit ein paar Nadeln und dann wird ganz knappkantig, sodass das später innerhalb der Nahtzugabe ist, der Taschenbeutel oben und an der Seite mit ein paar Stichen fixiert. Dann kann ich die Taschenbeutel aufeinander stecken. Wichtig, jetzt stecke ich wirklich nur die Taschenbeutel aufeinander. Die Hose fixiere ich dabei nicht, denn sonst würde ich ja meinen Taschenbeutel auf die Hose annähen und man würde die Naht vorne sehen. Das möchten wir in diesem Fall nicht. Gibt es auch, ist dann wie ein Stilelement, machen wir in dem Fall aber nicht. Verrutschen kann uns nichts mehr, weil wir es ja oben und an der Seite mit ein paar wenigen Stichen fixiert haben. Und dann kann ich um diesen Taschenbeutel mit 1 Zentimeter Nahtzugabe rumnähen und das Ganze noch versäubern. So sollte das dann aussehen. Ich habe das natürlich wieder mit der Overlock versäubert. Jetzt drehe ich mir das Hosenteil auf rechts und lege mir das ordentlich mit den Taschenbeuteln, so dass die schön flach anliegen und sich nicht irgendwie verdrehen innen. Und wenn ich das ordentlich ausgerichtet habe, man kann das natürlich auch immer mit 1, 2 Nadeln fixieren, wenn man das möchte, nehme ich mein Hosenrückteil und lege das rechts auf mein Vorderteil. Da richte ich mir dann die Beinaußenseiten ordentlich aus, sodass die aufeinander liegen. Vor allem der Bund oben sollte bündig sein. Wenn unten die Hosenteile nicht ganz bündig sind, kann man das später noch ein Stück abschneiden. Und dann werden die Außenseiten zusammengenäht und auch wieder versäubert. Wenn ich das gemacht habe, dann brauche ich den Schritt innen. Dazu beginne ich immer an der Schrittnaht und lege eine Nahtzugabe in die eine und die andere in die andere Richtung und stecke mir das zuerst aufeinander. Wichtig ist hier wirklich, dass sich diese Naht trifft, sonst hat man später einen verdrehten Schritt und dann fällt das Ganze ganz fürchterlich. Und von da aus kann man sich jetzt an die Seiten arbeiten. Das heißt, ich lege jetzt hier die Beininnenseite aufeinander und stecke von der Schrittnaht aus nach unten einmal das linke, einmal das rechte Bein. Und dann nähe ich auch da wieder drüber und versäubere das Ganze. Jetzt geht schon an den Bund. Ich habe mir als erstes die Taschen festgesteckt. Man kann die auch ganz knappkantig, sodass das innerhalb der Nahtzugabe ist, fixieren, wenn einem das lieber ist. Dann lege ich mir die Hose ordentlich hin, sodass die Seitennähte auch an der Seite sind und keine Falten drin liegen. Und messe jetzt einmal außen rum. Denn ich brauche ja jetzt die genaue Strecke von meinem Bund. Und wenn ich da einmal rumgemessen habe, kann ich dieses Maß plus 2 Zentimeter Nahtzugabe auf den Bund übertragen und den entsprechend kürzen. Schließend muss ich als erstes meine Kanten versäubern, weil ich die jetzt nicht einfach zusammennähen kann. Ich habe die Kanten versäubert auf beiden Seiten, mir einen Knick in der Mitte
reingebügelt, also das Ganze einfach in den Bruch gelegt und habe mir auch schon die Mitte der Länge nach reingebügelt. Das macht es mir gleich sehr viel leichter. Dann habe ich mir den Bund einmal so hingelegt, wie er später angenäht werden soll. Mein Knick im Bruch liegt auf der Naht und hier kommen die Löcher rein. So kann ich jetzt keinen Fehler machen. Und jetzt kann ich mir das Ganze aufklappen und weiß, dass hier unten die Löcher reingehören. Ich habe jetzt neben dem Bund noch 2 so Ösenpatches, 2 passende Stück Fließeinlage, also Bügelvlies, die Kordel und den Gummi. Als erstes habe ich jetzt geguckt, wie weit möchte ich die vom Knick in der Mitte weg haben. Und da fand ich 2 Zentimeter ganz schick. Ich glaube, das sieht gut aus, also habe ich die runtergenommen und das Ganze einmal auf die linke Seite gedreht. Dann habe ich mir diese 2 Zentimeter vom Knick nach links und nach rechts einmal markiert. Das ist der Abstand. Und jetzt muss ich unten meine Nahtzugabe einzeichnen, die ich brauche. Dann habe ich meine Patches aufgelegt, geguckt, wie viel Platz nach oben noch ist, sodass das am Schluss alles einigermaßen passt und sitzt. Und auch das habe ich mir eingezeichnet. Dann habe ich mir nur noch eine Linie gezogen bei den 2 Zentimetern und dort wird das Bügelvlies angesetzt und aufgebügelt. Und ja, ich habe den Stoff ein bisschen verbrannt, weil ich unaufmerksam war. That was stupid. Ich habe dann die Patches genau auf meine Bügelvliesstücke gelegt. Da kann man ja wunderbar nochmal vom Knick nachmessen. Die 2 Zentimeter, die ich das entsprechend auch aufgebügelt habe. Man sieht es auch bei dem Stoff durch. Dann kann ich mir die Ösenöffnung einfach markieren. Mit einer spitzen Schere habe ich dann einfach um die Markierung rumgeschnitten, also nochmal ein bisschen außerhalb der Markierung, allerdings nicht viel. Und durch das Bügelvlies kann das jetzt auch nicht ausfransen. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht die einfachste und schnellste Variante, wie man da vorgehen kann. Das ist übrigens eine runde Stickschere, falls sich jemand fragt. Jetzt platziere ich meine Ösenpatches über meinen Löchern, sodass das passt. Ich habe mir das mit 2 Klammern ein bisschen festgesteckt und dann nähe ich da einfach außen rum, um das Ganze zu fixieren. Jetzt lege ich meinen Bund rechts auf rechts, stecke den fest und markiere mir einmal die Mitte, wo ich umgebügelt habe, und 1 Zentimeter darunter. Und diesen Zentimeter vernähe ich nicht, sodass ich jetzt hier ein kleines Loch habe. Jetzt kann ich die Nahtzugabe auseinanderlegen und das Ganze links auf links falten und mir vom oberen Rand weg über meinen Patches, das ist der Zentimeter, eine Linie ziehen mit einem Friction oder mit einem wasserlöslichen Stift und an dieser Linie nähe ich jetzt entlang. Diese Linie schließt mein Loch, das ich offen gelassen habe, ein. Den Gummi habe ich so lang gekürzt, dass er wirklich ganz, ganz locker um meine Hüfte liegt. Und ich habe jetzt hier so ein Einfädeltool. Das geht aber auch mit einer, wie heißt das, nicht Büroklammer, Sicherheitsnadel. Und da fädel ich jetzt meinen Gummi ein und ziehe mir den durch. Jetzt habe ich ja die Naht gesetzt und da passt jetzt dieser Gummi genau durch. Das Einzige, worauf man jetzt unbedingt achten sollte, ist, dass der Gummi beim Einfädeln nicht verdreht, weil das später sonst unangenehm sein kann. Und wenn ich den da einmal durchgezogen habe, dann kann ich über die Enden drüber nähen. Das Loch, das jetzt noch offen ist, wenn ich den Gummi da reingleiten habe lassen und ordentlich verteilt habe, das schließe ich jetzt von Hand, einfach mit ein paar Stichen. Profis unter euch können mir ja mal sagen, ob das ein Leiterstich ist oder ob der anders heißt. Jetzt lege ich den Bund rechts auf rechts und mit dem Knick, den ich vorne in den Bruch gebügelt habe, den sehe ich auf der Rückseite auf jeden Fall noch gut, lege ich das genau auf die Naht vorne, stecke mir das als erstes fest und so kann ich jetzt das Ganze rundum stecken.
Der Bund ist nicht kleiner als die Hose, der Hosenumfang, das haben wir ja ausgemessen. Entsprechend muss ich da auch nichts großartig verteilen oder so, sondern ich muss einfach nur rundum stecken. Natürlich rafft der Gummi das jetzt ein bisschen, aber das stört nicht, weil eben die Länge an sich trotzdem die gleiche ist. Und wenn ich das einmal rundum gesteckt habe, dann nähe ich das fest und versäubere das wieder. Nachdem ich dann die Nahtzugabe noch mit der Overlock versäubert habe, habe ich die noch auf die Hose draufgesteppt. Dann liegt das Ganze einfach ein bisschen schöner, einfach mit einer geraden, knappkantigen Naht. Jetzt muss nur noch die Kordel durch. Ich habe wieder mein Einfädeltool genommen und habe das da durchgezogen. Auch da geht wieder eine Sicherheitsnadel oder man klebt das Ganze mit Tesa an ein Sushi-Stäbchen. Auch das funktioniert richtig, richtig gut. Und wenn das Ganze durchgezogen ist, reicht es eigentlich, wenn man Knoten auf die Kordel macht. Ich habe mir jetzt von meinem Mann noch etwas drucken lassen, und zwar Katzentatzen und Herzen. Die können dann beim Waschen und Trocknen dranbleiben, weil das ein waschbares und trockenbares Material ist. Ich hatte das Ganze auch schon in Waschmaschine und Trockner und das scheint wunderbar zu funktionieren. Wenn man nichts hat, was man auffädeln kann oder möchte, dann einfach jetzt einen Knoten machen und dann ist man alles oberhalb des Hosensaums schon fertig. Den Hosensaum habe ich jetzt einfach zweimal eingeschlagen und knappkantig abgesteppt und damit ist die Hose dann auch fertig. Und das ist wirklich ein schnelles und einfaches Projekt. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich glaube, man konnte den Schritten gut folgen. Es ist nicht so wahnsinnig schwer. Wenn du Spaß mit dem Video hattest, dann lass doch ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und seit neuestem kann man Videos auch noch hypen, also mach das doch auch einfach noch. Ansonsten schau auch unbedingt bei Flexispot im Amazon Store vorbei. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und gönn dir, wenn du auch viel am Schreibtisch sitzt, einen richtig bequemen Stuhl. Ich habe in der Arbeit wirklich die letzten Stühle von 1895 gefühlt. Und da möchte ich zumindest zu Hause richtig, richtig gut sitzen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!